Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video aus der AJ's Garage. Ich habe euch im letzten Video den Rost gezeigt an diesem Kotflügel unten am Ansatz vom Schweller. Und ich bin davon überzeugt, dass da eine Überraschung drunter ist. Ich denke nicht, dass der Rost nur oberflächlich ist, und deswegen möchte ich heute mal den Kotflügel wegschrauben, um zu sehen, was alles drunter ist. Und genau, legen wir mal los. So, wie ihr sehen könnt, der Kotflügel ist abmontiert. So sieht es dann aus. Und die Stelle, wo der Rost war an dem Kotflügel unten am Schwelleransatz, ist hier. Und wir haben Glück. Dass das Ganze hier noch stabil ist. Noch ein kurzer Blick so in der Radkasten ohne Kotflügel. Wie sieht es am Auto hier oben aus? An dem Eck hier scheint alles dran zu sein. Keine Durchrostung meines Erachtens. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den Rost von diesem Kotflügel hier und auch hier auf der Innenseite, das will ich jetzt mal mit der Zopfbürste sauber machen. Und dann gucken wir mal, was unten drunter ist, ob es durchgerostet ist oder was wir alles machen müssen, um diesen Kotflügel unten wieder instand zu setzen. So, da habe ich das Salat. Ihr habt gesehen, ich bin auch etwas überrascht, dass die durchgerostete Fläche viel, viel größer ist. Aber das ist immer so unter der Spachtelmasse. Das ganze Auto hat ja auf der Außenhaut sehr viel Spachtelmasse. Da wird noch so einige Überraschungen auf mich zukommen. Egal, da gehen wir durch. So habe ich es wollen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, heute noch anzufangen, mir ein Blech zu richten, wo ich quasi da außen einsetze. Ihr habt auch gesehen, dass das Innenblech ist auch sehr betroffen. Ich habe mich entschieden, ich fange jetzt mit dem Außenblech mal an, dass ich von außen wieder die Kontur sauber habe, und dann werde ich passend dazu ein Innenblech machen. Um das zu reparieren, habe ich mir jetzt ein Stück Blech von einer Blechtafel runtergeschnitten. Und weil das Innenblech ja auch an dem Außenblech befestigt ist, habe ich das Blech auch gleich hier abgekantet. Ich habe das am Schraubstock gemacht. Bin kein Profi, aber für mich ist das okay. Und um die Rundung hinzukriegen, habe ich hier so eine Schablone mir gemacht. Das heißt, ich habe sie hier aufgelegt und mal angepasst und werde jetzt versuchen,
diese Form hier mit diesem Blech hinzukriegen. Ich habe jetzt das Blech fertig gemacht, wie ich das jetzt einsetzen will. Ich habe quasi die Biegeform so einigermaßen hinkriegt. Ich lege das mal da drauf. Das heißt, so soll das quasi aussehen. Und dann wäre es jetzt die nächste Aufgabe, das hier sauber anzuzeichnen und das Blech entsprechend rauszuflexen, um das dann einsetzen zu können. Fangen wir an. So, ich habe jetzt das Blech eingeschweißt, wie ihr gesehen habt. Ja, es ist nicht perfekt eingeschweißt. Es hat in der Form, haben wir die Form nicht ganz getroffen. Ja. Ich werde es jetzt vorübergehend dann grundieren und vorübergehend mit einer bisschen dünner Spachtelmasse ausgleichen. Wenn das Fahrzeug dann mal zum Lackierer kommt, der wird das Ganze dann wieder blank schleifen und mit Zinn verarbeiten, damit es sauber in Metall ist. Und dann wird es auch gut aussehen. Gucken wir uns die Rückseite an, die sieht dann so aus. Also ein Teil von dem Innenblech ist noch vorhanden. Und da bin ich jetzt am Schauen, wie viel ich von dem Innenblech ersetze. Natürlich ist auf der Rückseite auch ein bisschen Rost. Aber das würde ich dann mit Rostumwandler noch behandeln, sauber und ausspülen. Und dann sauber auch lackieren und fetten. Weil mit dieser Form hier, ja, das wird schwierig für mich, das dann ordentlich hinzukriegen. Hier hinten ist das Blech relativ flach, das fehlt. Das werde ich jetzt dann anfangen auch noch zu machen, damit der Kotflügel dann fertig wird, zumindest zum Grundieren und wieder montieren. Und dann geht es weiter. So, das Innenblech ist drin, wie ihr seht. Ich habe es auch noch nicht komplett verschweißt. Jetzt muss ich natürlich erst einmal schauen, wie das Ganze am Fahrzeug aussieht. Ich habe den Kotflügel jetzt mal Probe montiert. Das sieht am Spaltmaß. Es passt noch nicht hundertprozentig. Da kann man aber noch ein bisschen dran ausrichten. Das Thema wäre jetzt auf jeden Fall mal einigermaßen vom Tisch. Ich werde jetzt das Innenblech noch ein bisschen verschweißen. Und dann wird das Ganze verarbeitet, grundiert und ein bisschen Lack, damit man fahren kann.